Guten Tag, mein Name ist Harald Brüssow. Ich interessiere mich für Mythen, für Märchen und für Geschichten, bin aber beruflich Mikrobiologe, also Naturwissenschaftler. Ich versuche heute eine Verbindung von Mythen zu Naturwissenschaften zu ziehen. Einer der ältesten Träume der Menschheit ist das Fliegen. Ob in germanischen Sagen Wieland der Schmied oder in griechischen Sagen Daedalus, die aus der Gefangenschaft als Flugobjekte entfliehen können. Überall ist da der Traum des Fliegens im Menschen. Mit dem Massentourismus, mit Gleitfliegern als Sport ist Fliegen etwas trivial geworden. Aber man sollte doch vorsichtig sein. Fliegen hat doch eine mythische Bedeutung. Einen Hinweis darauf findet man bei Daedalus. Daedalus gibt in der griechischen Sage genau an, wie er sein Fluggerät gebaut hat. Aus Wachs nämlich, und in den Wachs hat er Vogelfedern gesteckt. Er hat also den Vogelflug nachgemacht. Fliegen wird mit Vögeln verbunden. Sie sind auch Symbole geworden. Man denke da nur an die Engel. Die Engel, die sich lautlos bewegen können über beliebige Strecken und mit Flügeln von Vögeln dargestellt werden. Nun sind die Vögel aber eine andere Klasse von Wirbeltieren. Wir gehören zu den Säugetieren. Das einzige Säugetier, was es geschafft hat, sich selbst in die Lüfte zu erheben und einen durch Muskelkraft beförderten Flug zu entwickeln, sind die Fledermäuse. Die Flügel von Fledermäusen sind nicht mit Federn aufgebaut, das ist ja ein Charakteristikum der Vögel, sondern es sind Hautmembranen, die zwischen den Knochen aufgespannt sind. Und jetzt wird es interessant. Die Fledermäuse sind Nachttiere. Nebenbei gesagt sind alle Säugetiere ursprünglich Nachttiere gewesen, um sich gegen die Reptilien behaupten zu können. Vögel sind ja Nachfolgeorganisationen der Reptilien. Deshalb haben die Fledermäuse und die ersten Säugetiere überhaupt die Nacht gewählt, um als kleine Tierchen sich durch die Welt zu schlagen. Fledermäuse haben praktisch keine Feinde. Eulen gelegentlich, aber nicht viel. Und es gibt praktisch einen einzigen Raubvogel, der sich auf Fledermäuse spezialisiert hat. Also von der Hinsicht haben sie da geschickt ihre Nische gewählt. Aber damit haben sie die Nacht zu ihrem Element gemacht. Und hier sehen wir einen Unterschied. Die Vögel am Tage, die Fledermäuse fliegen in der Nacht. Damit haben wir den Gegensatz von Licht und Finsternis. Und jetzt sehen wir auf einmal, die Flügel der Vögel werden mit Engel assoziiert und die Flügel der Fledermäuse werden mit dem Teufel assoziiert. Da wird jetzt die Fledermaus dämonisiert. Die Fledermäuse haben Ultraschall entwickelt, um sich nachts lautlos, für uns lautlos, über Sonarsysteme zu orientieren. Dadurch haben sie aber auch erheblich ihre Kopfform modifizieren, verändern müssen. Und das führt dazu, dass Fledermäuse vielfach extreme Grimassen haben, um Laute zu produzieren und Laute mit ihren Ohren wahrzunehmen. Und das macht Fratzen. Das heißt, hier hat der Mensch auf einmal ein Flugtier, das er mit dem Teufel gleichsetzt. Und das sieht man in der mittelalterlichen Kunst. Dann ist der Teufel, hat er eine Fledermausfratze und Fledermausflügel. Das können auch Maler des 19. Jahrhunderts sein, wie Gustave Doré, der viele Bücher illustriert hat. Da sieht man, die Teufel haben exzellente Fledermausschwingen. Fledermäuse
sind nicht nur Tiere, die für den Teufel dastehen, sondern es ist ein Mythos entstanden, dass Fledermäuse mit Vampiren gleichgesetzt werden. Vampire sind als Volksmythologie im 16. Jahrhundert aufgekommen und haben sich im Wesentlichen im Balkanbereich verbreitet. Einer der Namensgeber ist natürlich Graf Dracula. Das ist aber ein Mythos, der erst im späten 19. Jahrhundert von einem Schriftsteller geschaffen worden ist. Aber der Volksglaube an Fledermäuse, die als Vampire Blut saugen und den Menschen Tod bringen, und die Idee von Untoten, die ist älter, die stammt aus dem 16. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert hat die österreichische Kaiserin Maria Theresia einen Arzt aus Holland kommen lassen. Der war zu seiner Zeit eine große Leuchte der Medizin und er sollte diesen Geschichten des Aberglaubens nachgehen. Van Swieten war ein typischer Vertreter der Aufklärungszeit des 18. Jahrhunderts und machte Untersuchungen von den Untoten, die man in Böhmen berichtete. Die Untoten zeigten wenig Verwesungszeichen. Sie hatten eine lebhafte Rosafärbung. Sie waren nicht eingefallen, sondern im Gegenteil eher etwas aufgebläht. Und Van Swieten ging der Geschichte nach. Die Leute berichteten auch, wenn man, wie die Tradition es verlangte, einen Holzpfahl in das Herz der Toten stieß, dass da ein zischendes Geräusch entstanden ist. Van Swieten führte das darauf zurück, dass das ein Aberglaube ist und behauptete, dass das Tote sind, die definitiv tot sind, die aber unter Ausschluss des Sauerstoffs begraben worden sind und dadurch nicht die normalen Verwesungsprozesse erlebt haben. Damit glaubte er, die Geschichte von den Vampiren wissenschaftlich erledigt zu haben. Aber solche Geschichten haben ein langes Leben. Und die Geschichte von den Vampiren und den Fledermäusen wurde viral Ende des 19. Jahrhunderts, als Bram Stoker einen Roman über den Graf Dracula schrieb. Graf Dracula hat es tatsächlich in Rumänien gegeben. Es gab einen Vlad Dracul. Dracul heißt auf Rumänisch Drache. Und dessen Sohn hatte auch eine Verbindung mit den Holzpfählen, denn er hieß Vlad der Pfähler, denn so hatte er die Türken behandelt, deren er habhaft werden konnte und hatte gegen die Türken gekämpft. Romane, Filme nahmen sich an. Hierbei ist Graf Dracula unglaublich populär geworden. Die Frage, die sich nun stellt, ist, gibt es wirklich Vampire? Was hat man davon naturwissenschaftlich zu halten? Und da möchte ich Ihnen Fledermäuse vorstellen, die wirklich Vampire sind, nämlich blutsaugende Fledermäuse aus Lateinamerika. Fledermäuse sind nicht nur die einzigen Säugetiere, die fliegen können, sondern Fledermäuse sind auch jetzt die Vampire unter den Fledermäusen, die einzigen, die ihre Nahrung ausschließlich durch Blutsaugen bekommen. Wohlgemerkt, das ist eine Untergruppe der Blattnasenfledermäuse und wir haben da 3 Spezies, nur die jetzt Blutsauger sind. Eine davon ist ausschließlich auf Säugetierblut spezialisiert. Eine weitere spezialisiert sich ausschließlich auf Vögel und eine dritte, die eine Mischdiät von Vogel- und Säugetierblut nimmt. Die Hauptopfer sind in Lateinamerika Rinder.
Und die Fledermäuse fliegen nachts an, schleichen sich an die schlafenden Opfer, lecken eine Stelle, die sie vorher mit einem empfindlichen Infrarot-Erkennungssystem in ihrer Nase erkannt haben, wo dann eine oberflächliche Vene liegt. Das Lecken bewirkt noch eine Betäubung der Haut, sodass das Opfer gar nicht merkt, wie es gebissen wird. Dann wird mit scharfen Zähnen zugebissen und etwa 20 Milliliter Blut wird von der Fledermaus verschluckt. Das ist einigermaßen bemerkenswert, denn diese blutsaugenden Blattnasen-Fledermäuse aus Südamerika wiegen nur 50 Gramm. Das heißt, die nehmen die Hälfte ihres Körpergewichtes an Blut auf. Damit können sie natürlich nicht wieder wegfliegen. Sie haben einen Stoffwechsel, der es ihnen ermöglicht, möglichst schnell die Flüssigkeit, das Wasser aus dem Blut auszuscheiden, sodass sie von dannen fliegen können. Und so können sie dann in Ruhe in ihren Höhlen, sei es nun Felsengrotten oder Baumhöhlen, die Verdauung von der Blutnahrung nachgehen. Hier haben wir einen Fall von sehr spezialisierter Ernährung und das ist im Grunde genommen nicht sehr schädlich für Rinder. Wenn sie 20 Milliliter Blut verlieren, wird das Tier durch die Betäubung der Stelle und die Blutgerinnungshemmer wird es nicht viel Schaden nehmen. Aber nachdem die Fledermäuse viral geworden sind im Ende des 19. Jahrhunderts mit der Graf Dracula-Geschichte, werden Fledermäuse auch für Naturwissenschaftler viral. Und zwar liegt die Gefahr daran, dass die Fledermäuse, wenn sie mit Viren infiziert sind, diese auch übertragen können. Viren aber sind keine Organismen, sie haben keinen eigenen Stoffwechsel, sie sind im Grunde genommen nur Maschinen, molekulare Maschinen, um sich zu vermehren. Aber sie können auch Krankheiten erzeugen. Und die Viren, die blutsaugenden Fledermäuse in Südamerika verbreiten, sind Tollwutviren. Das ist eine schwere Erkrankung, die ist für Mensch und Tier häufig eine tödlich verlaufende Erkrankung. Und bei Rindern hat man Untersuchungen angestellt in Lateinamerika, speziell zum Beispiel in Brasilien. In den letzten 50 Jahren sind etwa 100.000, 150.000 Rinder an Tollwut verstorben. Tollwutviren werden gelegentlich von Fledermäusen, von Vampirfledermäusen auch auf den Menschen übertragen, sind dort aber viel seltener, weil die Fledermäuse, die Vampirfledermäuse, Rinderblut bevorzugen. Es sind in Südamerika 22 Fälle in 2005 etwa berichtet worden. Tollwut ist aber wenn die Menschen nicht vorher geimpft sind gegen Tollwut oder nachträglich sofort geimpft werden, eine absolut tödlich verlaufende Erkrankung des Nervensystems mit grässlichen Symptomen. Dadurch, dass die Tollwut durch Impfen von Füchsen, die ein Hauptüberträger von Tollwut sind, und von Hunden, durch die Impfung hat das deutlich abgenommen, sodass jetzt menschliche Tollwuterkrankungen in Südamerika vielfach wie Fledermaus übertragene Viren sind. Vampirfledermäuse in Südamerika sind bedauerlicherweise nicht die einzigen Fledermäuse, die schwerwiegende Viruserkrankungen übertragen. In Afrika übertragen Flughunde das Marburg-Virus, ebenfalls eine Erkrankung mit hoher Sterblichkeit. Und in Süd- und Südostasien übertragen Flughunde die Nipah-Virusinfektion, eine schwere Atemwegsinfektion. Das Ganze
fällt unter dem aktuellen Kapitel des Spillovers, der Übertragung von Viruserkrankungen von Tieren auf den Menschen, die auch durch die Klimaveränderung und Umweltveränderung befördert wird.